Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller und gleichzeitig auch im schönsten Homeflight im Cockpit von ganz Osttirol. Heute gibt es wieder eine Sightseeing-Tour im Microsoft Flight Simulator und zwar eine mit wunderbaren Aussichtspunkten. Ein treuer Zuschauer von meinem Kanal hat mich gefragt, ob es doch nicht möglich wäre, vom Flughafen Innsbruck zum Flughafen Alteri in der Schweiz zu fliegen. An dieser Stelle danke KD an dich fürs Anschauen von meinen Videos und auch danke für den Vorschlag, weil der Flug ist einfach wunderbar. Ich habe also auf der Karte geschaut, ob es zwischen Innsbruck und St. Gallen Alteri irgendwelche Sehenswürdigkeiten gibt und habe mir dann überlegt, dass ich den Flug ein bisschen ausdehnen kann. Ich fliege also auch an der Zugspitze vorbei, der höchste Berg von Deutschland mit 2982 Metern, fliege dann weiter über das Schloss Neuschwanstein und vom Schloss Neuschwanstein weiter Richtung Schweiz, wo man dann am Flughafen Alteri landet. Zum Flugplan: Wir starten wie gesagt am LOWI, am Flughafen in Innsbruck, fliegen dann in westlicher Richtung über das Tiroler Inntal, steigen hier dabei auf 6500 Meter, 6500 Fuß, also etwa 2000 Meter, bis nach Nasserreit und in Nasserreit umfliegen wir den Berg Wannig und fliegen dann Richtung Zugspitze. Kurz vor der Zugspitze in Ehrwald, da wechseln wir dann auch wieder die Richtung und fliegen Richtung Schloss Neuschwanstein. Und kurz vor dem Schloss Neuschwanstein wird auch die Grenzen überflogen zwischen Österreich und Deutschland. Und ab dem Schloss Neuschwanstein fliegen wir dann in Luftlinie Richtung Schweiz, Richtung Flughafen Alteri zum LSZR. Bevor wir aber am Flughafen landet, werden wir nur über Rorschach fliegen, weil der KD hat sich gewünscht, dass er Rorschach nochmal anschauen kann, weil dort kommt er her. Wir überfliegen also auch Rorschach, kehren dann wieder um und dann landen wir final am People's Airport LSZR in St. Gallen Alteri. Ich fliege auch heute wieder mit der Diamond Aircraft DA62. Der Flug dauert zwischen 30 und 40 Minuten. Ich werde aber natürlich entsprechend zusammenschneiden, dass ihr die langweiligen Parts nicht sehen müsst. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein und begeben wir uns in die Luft. Wunderbar, da sind wir auf dem Flughafen Innsbruck, am LOWI. Und es ist Freitagnachmittag und das bedeutet, in der realen Welt schifft es und schneit und es hat Nebel. Und darum fliegen wir auch heute leider nicht mit Live-Wetter, sondern bei schönem Wetter, dass man auch ein bisschen etwas sieht. Ja, ich würde sagen, steigen wir mal ein. Da sind wir in der Diamond Aircraft DA62. Es ist einfach ein herrliches Flugzeug. Alles so schön, modern. Ja, herrlich. Ja, schauen wir mal raus, wie es aussieht auf dem Flughafen. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe die ganzen Live-Player jetzt mal deaktiviert. Weil auf dem Flughafen hier in Innsbruck ist am Freitagnachmittag einfach immer so viel los und da tummeln sich so viele Leute, da wäre man wahrscheinlich sonst gar nicht wegkommen. Und darum habe ich nur den Live-Betrieb eingeschaltet. Und Live-Betrieb ist in der jetzigen Zeit halt so gut wie nichts. Gut, da ganz viele sieht man das Auto fahren, aber Flugzeuge werden da nicht viel starten. Also die lieben Kollegen hier mit ihrem Wägeli haben ausser mir heute wahrscheinlich nichts zu tun. Aber gut, schauen wir mal, dass wir die Kiste in die Luft kriegen. Als erstes stellen wir natürlich, wie immer, Treibstoffpumpen ein. Und dann schauen wir mal, dass wir die Kiste zum Laufen kriegen. Haben wir hier einmal die Batterie und auch den Alternator. Und dann stellen wir die Lichter ein, das Positioning Light und das Strobe Light.
damit die paar Leute, die hier draußen rumstehen, sie zwei hier, dass sie auch wissen, dass jetzt dann gerade mal ein Triebwerk gestartet werden. Und bei einem Triebwerk starten wir wie immer zuerst mit dem rechten. Sehr schön. Und wenn das gestartet ist, können wir auch das linke starten. Tipptopp, der Kübel läuft. Dann stellen wir auch den Avionics Master ein. Und heute werde ich auch versuchen, den Funk richtig zu machen. Vielleicht klappt das heute. Mal schauen, wie wir das so draussen haben. Wie gesagt, das ist für mich immer noch alles Neuland. Aber ich probiere es auf jeden Fall einmal. So, das heisst Tune in Innsbruck Ground auf 120.100. Tipptopp, das hätten wir. Und dann fangen wir an mit der Programmierung vom Autopiloten. Als erstes stellen wir hier das CDI auf GPS um. Und dann können wir auch den Alternator auf unsere gewünschte Altitude auf unsere gewünschte 6500 Fuß einstellen. So. Und der Vertical Speed, das setze ich wieder auf 1000. Dann steigt man hier ganz gemütlich und in Ruhe auf unsere 6500 Fuß. Tipptopp. Was müssen wir noch machen? Ah genau. Landeklappe 1 runterfahren. Ja, und dann gehen wir mal in den MFD und schauen unseren Flugplan an. Wie gesagt, beim heutigen Flug starten wir vom LOWI am Flugplatz Innsbruck, fliegen dann über das Tiroler Inntal, über Zirl, Inzig, Hatting, Flaurling, Telfs, Obermeiming, Holzleiten bis Nassereit, und in Nassereit umfliegen wir wie gesagt den Berg Wannig und fliegen dann Richtung Zugspitze über den Feinsteinsee. Das wird auch ein ganz schöner Ausblickspunkt. Und in Biberwier, da kehren wir dann um und fliegen Richtung Schloss Neuschwanstein. Und vom Schloss Neuschwanstein, wie gesagt, Richtung Schweiz, Richtung Flugplatz Alteri. Gut, gut. Ja, dann kündigen wir mal an, dass wir jetzt dann fahren. Wir gehen dafür in den Funk hinein und sagen das einmal. Innsbruck ground MH8787 with Mike request taxi for takeoff, touch and go. MH8787 taxi to and hold short of runway 26 using taxiway Alpha. Contact tower on 120.1 when ready. Ah, ist auch interessant. Der Tower und der Ground haben die gleiche Frequenz in Innsbruck. Ob das in Realität auch so ist, das weiß ich nicht. Aber gut, wir stellen noch die Pitot, die Heat ein, die Heizung und machen das Taxi leider. Gut. Und wir fahren los. Oh, was ich vergessen habe, Parkbremse lösen, sonst geht da natürlich nichts. So. Und dann begeben wir uns zur Startpiste 26. Da riskieren wir nochmal einen Blick zum Flughafen Innsbruck, weil der ist auch schön gemacht. Das ist im Übrigen der Standardflughafen, so wie er im Microsoft Flight Simulator ausgeliefert wird. Tipptopp. Da hinten der Patschakofel, wunderschön. Oh. So. Und da halten wir mal an. Jetzt liegt es spät. Aber gut. Die Landepiste ist auch frei. Oder die Startpiste.
Schön, schön. Ja dann, meine Damen und Herren, heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord von der DA-82. Wir starten in Kürze. Request Takeoff. Innsbruck Tower MH8787 ready at runway 26 touch and go. MH8787 cleared for takeoff runway 26 left touch and go approved. Wuhu! Wir haben Clearance. Cleared for takeoff runway 26 MH8787. So. Wunderbar. Hier nochmal der letzte Blick auf den Flughafen Innsbruck. Und dann heisst es angurten. Voll Schub rein. Und los geht's. Die Landepiste ist so riesig für das Flugzeug, da können wir ruhig auch bis auf 90 Knoten rauf beschleunigen und dann gibt das einen schön gediegenen Start. Wunderbar, und wir sind bereits in der Luft. Schön. Das heisst, wir können das Fahrwerk bereits mal reinnehmen. Die Landeklappe tun wir auch rein. Sehr schön. Und dann können wir eigentlich schon den Autopilot aktivieren. Vertical Speed, Altitude, Nav, Autopilot ist aktiviert. Ja, und dann heisst es, wenn alles hoffentlich richtig eingestellt ist, zurücklehnen und genießen.
So, und da tun wir jetzt schon mal den Altimeter auf 6000 Fuß ansetzen. Dann sehen wir nachher später das Schloss Neuschwanstein auch besser.
Ja, und da vorne sehen wir jetzt auch schon den Flughafen St. Gallen Altenrhein, der People's Airport. Warte mal. Dort vorne. Und wie gesagt, dort fliegen wir drüber, fliegen nur über Rorschach, wo ein bisschen weiter vorne ist. Und über Rorschach drehen wir um und dann landen wir auf dem Flughafen Altenrhein. Und dann schalte ich den Autopilot aus. Da vorne ist Horn. Da machen wir jetzt Wende über dem Flughafen, über dem Bodensee. Und gleichzeitig frage ich beim Flughafen auch, ob ich landen darf. St. Gallen Tower MH8787 is 5 miles west with Quebec to land. MH8787 St. Gallen Tower. Fly a right traffic runway 28. Altimeter 29er decimal 9er 2 and 269er at 7. Okay. Ich will aber auf dem anderen. Weil der ist jetzt. Landebahn 28 ist, glaube ich, genau in der entgegengesetzten Richtung. Ich will auf der anderen landen, ich will auf der 10er landen. Geht nicht, okay. Okay, passt. Enter right downwind runway 28 MH8787. Da vorne haben wir den Flughafen. Schön, wir sind hier über dem Bodensee. Wir machen das Landing Light an. Oh, habe ich das schon vorher mal angemacht? Oder nicht ausgemacht? Ja. Wie gesagt, ich kann noch viel lernen. In der Zwischenzeit kann ich auch schon mal die Landeklappen ausfahren. Oh, Problem. Die Landeklappen reagieren nicht. Was soll der Scheiß? Mayday. Landeklappen gehen nicht rauf. Jetzt sind sie. Jetzt sind sie plötzlich rausgegangen. Ja, jetzt habe ich irgendwas wild rumgeklickt. Irgendwann ist es gegangen. Okay. Gut, jetzt habe ich schon Panik gehabt. Weil ich bin einmal ohne das Fahrwerk gefahren, gelandet. Und es hat ein paar Kretze gegeben. Ja, wo ist jetzt der Flughafen? Dort unten. Ja, okay. So. MH8787 cleared to land runway 28. Jawohl. 269er at 7. Das tönt doch gut. Also, kehren wir da um. Schub nehmen wir auch ein bisschen raus. Schon dort vorne. MH8787, did you copy? Achso, ja, ich muss natürlich bestätigen. Der Hurenfunk kann ich nicht in den Cleared to land runway 28 MH8787. So, jetzt müsste dann da vorne mal kommen, der Flughafen, oder? Dort ist er wieder bis zu fest.
okay. Mal Flaps auch ausfahren. Oh, das gibt ja, es gibt eine kurvige Landung. Habe ich die Flaps draussen? Jawohl, sehr schön. Dann nehmen wir nur mal Schub raus, weil ich bin zu schnell. Oh, Entschuldigung. So, was hat der Fluglehrer gesagt? Immer mit dem Pedal arbeiten, wenn man landet. Ja, aber ich brauche mehr Schub, weil sonst schaffe ich es nicht bis zur Landepiste. Okay. Und jetzt nur noch. Oh, viel zu schnell. Aber da geht es jetzt gut. Oh! Heiland, zack. Zum Glück findet es nicht, sonst hätte ich das dermaßen eine Bruchlandung gegeben wahrscheinlich. Aber ich bin da! Herzlich willkommen in der Schweiz, am People's Airport St. Gallen Alteri. So schön! So, Landing Light aus, Taxi Light an. MH 787 exit runway enable. Jawohl, Exit Runway. Wir fahren jetzt hier zu der nächsten Ausfahrt. Die muss da vorne irgendwo sein. Ja, da haben wir sie ja. Schön. Also. Oh, ich bin ein bisschen schnell um die Kurve da. So, und da vorne warten schon meine Kollegen. MH 787 contact ground on 121.805. 121.8.5, okay. 121.805 for MH8787. Ja, dann stellen wir den auf 121.8.5 ein. Tipptopp. Und dann sagen wir, dass wir parkieren gehen. St. Gallen ground MH8787 request taxi to parking. MH8787 taxi to General Aviation Parking via Taxiway Alpha. Wunderbar, Taxiway Alpha. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das der Taxiway Alpha ist, aber da vorne warten die Kollegen und dort fahren wir jetzt einfach hin. Achso, acknowledge, jawohl, ich habe es verstanden. Taxiing to General Aviation Parking using Taxiway Alpha MH8787. Da zeigt das ja an, schön. Und wie weit darf ich noch? Darf ich noch? Stopp. Und zack. Tipptopp, danke Kollege. Parkbremse an. Und dann sage ich herzlich willkommen im Kanton St. Gallen. Schön. Ein wunderbarer Flug ist das gewesen. Dann schalten wir aus und gehen eine Runde, ja, den Bodensee anschauen. Das wäre der Flug vom LOWI, vom Flughafen Innsbruck zum People's Airport St. Gallen Alteri. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe zwischendurch ein paar Fehler gemacht, vor allem beim Altimeter. Da bin ich zu früh auf 6000 Fuß runter und dann bin ich kurz vor dem Schloss Neuschwanstein nicht mehr über den Gipfel gekommen. Darum musste ich die Navigation vom Autopilot rausnehmen und manuell fliegen. Hat dann nicht mehr so schön ausgesehen. Aber wie gesagt, jede Landung, wo man keine Bruchlandung macht, ist eine gute Landung, beziehungsweise dann ist es auch ein schöner Flug gewesen. Also mir hat der Flug wahnsinnig gut gefallen. Vor allem der Kontrast zwischen dem Flachland in Deutschland und den auslaufenden Alpen auf der anderen Seite, einfach wunderbar. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.